Hallo und herzlich willkommen beim Flauschigen Einhorn. Heute zeige ich dir, wie du diesen Amigurumi-Puppenkörper häkeln kannst. Entworfen habe ich ihn für die Frühlingsfee, die du auf der rechten Seite siehst, aber natürlich kannst du ihn für jede weibliche Amigurumi-Puppe nutzen. Los geht's mit einem Fadenring, in den du 6 feste Maschen häkelst. Also einen Fadenring oder einen magischen Ring machen und dann 6 feste Maschen reinhäkeln. Und dann am Ende gut zuziehen, um die Reihe zu schließen. In der zweiten Runde verdoppelst du jede der 6 festen Maschen, das heißt, du häkelst immer 2 feste Maschen in jede feste Masche der Vorrunde. Und das Ganze 6 Mal, sodass du am Ende dann 12 Maschen in deiner Runde hast. Dann häkelst du eine Runde mit 12 festen Maschen, also 12 einfache feste Maschen häkeln. In der nächsten Runde häkelst du jede zweite und dritte Masche zusammen, und zwar auf unsichtbare Weise. Dazu immer einmal in die vordere Schlaufe der ersten Masche einstechen, dann in die vordere Schlaufe der zweiten Masche den Faden durch diese beiden vorderen Schlaufen ziehen und dann durch die beiden Schlaufen auf der Nadel. Dann wieder eine feste Masche, noch eine unsichtbare Abnahme, also durch die beiden vorderen Schlaufen der Maschen führst du deine Nadel, dann holst du den Faden durch diese beiden Schlaufen durch und dann nochmal durch die beiden Schlaufen auf deiner Nadel. Das Ganze 4 Mal, sodass du am Ende noch 8 feste Maschen hast. Und dann häkelst du 2 Runden mit jeweils 8 festen Maschen, also 2 ganz einfache Runden häkeln. In der nächsten Runde verdoppelst du jede deiner Maschen, also immer 2 Maschen in jede feste Masche der Vorrunde, häkeln das Ganze 8 Mal, da du ja 8 Maschen hast, und dann hast du am Ende 16 Maschen in deiner Runde. In der nächsten Runde verdoppelst du erst 4 Maschen, also 4 mal 2 Maschen in die ersten 4 Maschen deiner Runde. Das wird jetzt quasi die Schulter deiner Puppe. Dann häkelst du 4 einfache feste Maschen und dann machst du das Ganze nochmal. Also einmal 4 Maschen verdoppeln und dann nochmal 4 einfache feste Maschen und dann bist du auch schon am Ende deiner Runde, die jetzt 24 Maschen haben sollte. Dann häkelst du 2 bis 3 Reihen 24 feste Maschen, 2 bis 3, weil das jetzt auf die Tiefe des Dekolletés ankommt. Mit 3 wird es etwas tiefer, mit 2 etwas weniger tief. Jetzt zeige ich dir schon mal, wie du den Kopf an deiner Puppe festhäkeln kannst. Du kannst auch erst den Körper zu Ende häkeln, das ist nur dann für mich schwieriger hier zu zeigen, deswegen zeige ich dir das jetzt schon mal. Also, den Hals in den Puppenkopf reinstecken, am besten mit einer Häkelnadel, so wie du es eben bei mir gesehen hast, und dann mit der Stick- oder Nähnadel immer einmal in den Hals, dann in den Kopf, in die Masche des Kopfes, dann wieder in den Hals und in die Masche des Kopfes. Dabei entscheidest du dich natürlich auch schon dafür, welche Länge der Hals haben soll. Das ist dir überlassen, ob du es ein bisschen weiter reinsteckst oder nicht. Das musst du ein bisschen ausprobieren. Wichtig ist nur, dass du dann immer beim Nähen in der gleichen Runde vom Hals bleibst. Also dass das alles schön auf einer Höhe geschieht. Wenn du einmal ganz rum bist, verknotest du den Faden und versteckst ihn einfach irgendwo im Kopf. Dazu einfach einmal irgendwo in die letzte oder vorletzte Masche einstechen. Vorher nochmal prüfen, ob dir das jetzt auch so gefällt, denn wenn du es nochmal ändern willst, dann am besten vorm Vernähen. Einmal einen kleinen Knoten rein und dann den Faden irgendwo im Kopf verstecken, gut reinziehen und dann kannst du es abschneiden. Und dann empfehle ich dir noch mal ein bisschen nachzustopfen mit der Häkelnadel, also den Hals so richtig in den Kopf rein, damit sich die Kinnlinie so ein bisschen reinwölbt. Und dann das Ganze mit Füllwatte ausstopfen, sodass der Hals gut im Kopf sitzt, so wie du es hier siehst.
Du kannst jetzt entweder in Hautfarbe weitermachen oder eine Kontrastfarbe wählen, wenn du genau dem Muster folgen möchtest. Und dann kommen noch 7 Runden in dieser Kontrastfarbe oder in der Hautfarbe, je nachdem, wofür du dich entschieden hast. Übrigens, wenn du deinen Puppenkörper am Ende etwas beweglich gestalten möchtest, kannst du ihn zusätzlich zur Füllwatte noch mit Pfeifenreiniger ausstatten. Wie du das machst, zeige ich dir auf meinem Blog. So, jetzt aber zurück zum Farbwechsel. Nach der ersten oder zweiten Runde schneide ich immer schon mal den ersten Faden ab und verstecke das Ganze im Körper, damit es mich nicht mehr stört. In der nächsten Runde, inzwischen sind wir bei Runde 19, fügst du hinten 2 Verdoppelungen ein. Die sollten so positioniert sein, dass sie über den Beinen nachher sind. Und an jeder Seite kommt auch nochmal eine Verdoppelung. Also insgesamt 4 Verdoppelungen. Einmal dort, wo du vermutest, dass nachher die Beine sitzen, so über den Beinen, um den Po zu formen. Und einmal an jeder Seite. Los geht's also mit festen Maschen. Ganz normal. Jetzt schaue ich schon mal, wo das sein könnte. Also ich finde es immer ganz gut, wenn da so 3 oder 4 Maschen zwischen den beiden Verdoppelungen hinten sind. Also meine Verdoppelung hast du gesehen, kam da jetzt gerade. Jetzt kommen die festen Maschen. Bei mir sind es hier 3. Jetzt kommt wieder eine Verdoppelung. Und du siehst schon, dann geht das eben so ein bisschen nach hinten, weitet sich das so ein bisschen. Und dann häkel ich weiter feste Maschen bis zur Seite. Da kommt noch eine Verdoppelung vorne rüber. Einmal nur feste Maschen. Und dann auf der anderen Seite auch nochmal eine Verdoppelung abschließend. Also jetzt ein bisschen schneller gezeigt, vorne rüber die festen Maschen. Und dann am Ende nochmal, um die Runde abzuschließen, eine Verdoppelung. Und dann solltest du 28 Maschen insgesamt in deiner Runde haben. Weiter geht's mit 3 einfachen Runden mit jeweils 28 festen Maschen. Und ab jetzt werden die Beine getrennt voneinander gehäkelt. Dazu suche ich mir erstmal die Mitte von der Runde. Dazu lege ich die Häkelarbeit so aufeinander, wie du es hier siehst, und zähle dann 7 Maschen von der äußersten Kante ab. Das markiere ich mir mit einer Häkelnadel. Dann zähle ich 14 Maschen zurück in die 14. Masche, also in die erste und 14. Masche kommt die Häkelnadel. Und dann ziehe ich mir damit einen Markierungsfaden durch und schon habe ich die Mitte markiert. Jetzt sollte auf der einen Seite von dem Faden sollten 12 Maschen sein und auf der anderen 14. Und natürlich beginnst du auf der, wo 14 liegen, denn die möchtest du ja bearbeiten. Bei mir ist das hier ziemlich genau mittig aufgegangen. Das heißt, ich fange an mit 7 festen Maschen auf der einen Seite. Und wenn ich bei meinem Markierungsfaden angelangt bin, wende ich die Arbeit, also die letzte Masche auf dieser Seite, siehst du hier, dann wende ich die Arbeit und fange mit der ersten Masche auf der anderen Seite an. Faden ordentlich festziehen, damit das schön eng wird. Und dann geht es weiter mit 7 festen Maschen bis zum runden Ende. Jetzt zeige ich dir noch, wie man das zweite Bein anfängt, bevor wir uns dann dem ersten Bein widmen. Also ich masche den Faden neu an und zwar auch genau an der Seite, sodass ich wieder auf jeder Seite 7 Maschen habe. Und damit jetzt in der Mitte kein Loch entsteht zwischen den Beinen, habe ich mir einen kleinen Kniff überlegt. Also wenn man das jetzt genauso häkeln würde wie die andere Seite, würde sich da so ein kleines Löchlein bilden. Das finde ich sehr unschön. Darum häkel ich einfach in die letzte Masche dieser Runde, da ziehe ich den Faden einmal durch und dann einfach mitten in die Masche der anderen Seite rein und da ziehe ich den Faden auch nochmal durch und dann arbeite ich quasi diese beiden Maschen zusammen. Also mitten in die Masche rein, auf der anderen Seite mache ich das genauso und dann hier den Faden durch die Masche durchholen und dann mache ich auch da, also das ist im Grunde genommen wie eine ganz normale Abnahme, die ich da arbeite, nur dass ich eben die Maschen von der anderen Runde mit einbeziehe. Und dann geht es weiter mit festen Maschen bis zum runden Ende. Das sollten also auch nochmal 7 sein. Ich masche immer mit einer Luftmasche am Anfang an. Das heißt, dass ich jetzt am Ende auch immer nochmal eine feste Masche über diese Luftmasche
rüber arbeite. Und jetzt siehst du, dass sich ein ziemlich festes Gewebe dadurch ergibt, also kein Loch in der Mitte. Wie angekündigt geht es jetzt weiter mit dem ersten Bein und da füge ich jetzt eine Abnahme ein und zwar genau über die Verdoppelung hinten. Und ansonsten häkel ich nur feste Maschen, sodass ich am Ende 13 Maschen in meiner Runde habe. Also los geht's mit festen Maschen. Ja, das beschleunigen wir hier mal ein bisschen. Einfache feste Maschen. Dann hinten die Abnahme und dazu nutze ich die unsichtbare Technik. Dazu steche ich jeweils in die vorderen Schlaufen der beiden Maschen ein, hole den Faden durch diese beiden Schlaufen durch und dann durch die beiden Schlaufen auf der Nadel. Und dann wieder feste Maschen bis zum runden Ende. Und zurück geht's zu Bein Nummer 2 und auch da gilt, über der Verdoppelung hinten eine Abnahme arbeiten und zwar auch wieder in der unsichtbaren Abnahmetechnik. Also anfängst du wieder mit festen Maschen, dann vordere Schlaufe der ersten Masche, vordere Schlaufe der zweiten Masche, Faden durchholen und Faden nochmal durch die beiden Schlaufen durchholen und dann feste Maschen bis zum runden Ende. In der nächsten Runde wechselst du zurück zur Hautfarbe, also jedenfalls, wenn du nicht die ganze Zeit in Hautfarbe gearbeitet hast natürlich. Und dann gehst du immer in die hintere Maschenschlaufe und machst feste Maschen in die hintere Maschenschlaufe. Und in der Mitte zwischen den Beinen häkelst du nochmal 2 Maschen zusammen. Und ich nutze dazu tatsächlich auch die Technik des unsichtbaren Zusammenhäkelns, obwohl ich jetzt ja nicht in die vordere Maschenschlaufen gehe. Deswegen stecke ich meine Nadel durch die hintere Schlaufe der ersten Masche, dann durch die hintere Schlaufe der zweiten Masche. Und dann ziehe ich den Faden da durch. Das ist nicht ganz so einfach, wie wenn man die vorderen Maschenschlaufen nimmt, aber es funktioniert. Dann geht es weiter mit festen Maschen bis zum runden Ende. Und dann hast du insgesamt nur noch 12 feste Maschen in deiner Runde. Jetzt knote ich wieder die beiden Fäden zusammen und stecke sie in die Arbeit hinein, sodass sie mich nicht weiter stören. Und dann geht es weiter mit 4 einfachen Runden mit festen Maschen, also 4 mal 12 feste Maschen häkeln. In der nächsten Runde häkelst du an beiden Seiten und hinten in der Mitte jeweils 2 Maschen zusammen, ansonsten machst du feste Maschen. Dadurch wird also der Oberschenkel geformt. Bei mir hier bedeutet das, ich fange mit einer Abnahme an. Natürlich auch wieder in der unsichtbaren Technik. Dann kommt eine feste Masche. Dann wieder eine Abnahme. Dann wieder eine feste Masche. Dann wieder eine Abnahme. Und dann feste Maschen bis zum runden Ende. Also noch 4 feste Maschen vorne rüber. Dann hast du noch 9 feste Maschen über und dann kommt eine einfache Runde mit 9 festen Maschen. In der nächsten Runde geht es daran, den Unterschenkel zu formen und dazu verdoppelst du hinten eine Masche und ansonsten häkelst du nur feste Maschen. Also feste Maschen die Seite entlang häkeln, bis du ganz hinten angekommen bist. Bei mir sind das hier 3 feste Maschen. Dann einmal hinten in der Mitte, genau, das ist hier. Da wird einmal verdoppelt. Und dann bis zum runden Ende feste Maschen. Also noch 5 feste Maschen häkeln.
bis die Runde zu Ende ist. Und dann hast du natürlich 10 feste Maschen insgesamt. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um den Körper und auch das erste Bein schon mal auszustopfen und auch zu formen. Also je nachdem, wie fest du den Körper jetzt stopfst, wird auch die Form des Körpers festgelegt. Ne? Also du kannst ihn ein bisschen fester stopfen, um ihm ein bisschen mehr Form zu geben, oder wenn er ein bisschen flacher sein soll, dann schaffst du ihn halt ein bisschen weniger. In der nächsten Runde häkelst du einfach nur feste Maschen, also 10 einfache feste Maschen. In der nächsten Runde häkelst du hinten 2 Maschen zusammen, also arbeitest eine Abnahme hinten und machst ansonsten nur feste Maschen. Also fängst an mit festen Maschen an der Seite entlang. Bei mir sind das hier 4 feste Maschen. Dann kommt hinten eine Abnahme und dann auch wieder 4 feste Maschen bis zum runden Ende, sodass du am Ende dann 9 feste Maschen noch in deiner Runde über hast. Und das machst du jetzt noch 3 Runden lang so weiter, also immer hinten eine Abnahme arbeiten und ansonsten nur feste Maschen. Und das machst du noch 3 weitere Runden, sodass du am Ende dieser 3 Runden nur noch 6 Maschen in deiner Runde hast. Also in jeder der 3 Runden hinten eine Abnahme häkeln und ansonsten nur feste Maschen. Und dann solltest du am Ende auf 6 feste Maschen in deiner Runde kommen. Dann kommt eine einfache Runde mit 6 festen Maschen. In der nächsten Runde beginnen wir mit dem Fuß und dazu verdoppelst du vorne 3 feste Maschen über dem Schienbein und hinten verdoppelst du auch nochmal eine. Das heißt, du hast insgesamt 4 Verdoppelungen, bleiben also noch 2 feste Maschen und davon häkelst du auf jeder Seite eine. Ich fange hier mit den 3 Verdoppelungen an. Die sitzen also vorne über dem Schienbein. Einmal eine Masche verdoppeln, dann kommt die zweite Verdoppelung. Und noch eine dritte. Dann kommt die feste Masche auf dieser Seite, die einfache feste Masche. Dann kommt die Verdoppelung hinten über der Wade. Und dann noch eine feste Masche, um die Runde abzuschließen. Und insgesamt hast du dann 10 feste Maschen in deiner Runde. Und dann wird erstmal wieder ausgestopft. Du kannst jetzt so ein bisschen darauf achten, dass du in der Kniekehle nicht so viel Füllwatte hast. Also den Oberschenkel gut stopfen, den Unterschenkel gut stopfen, das Knie ein bisschen lockerer lassen, dann ist die Puppe am Ende beweglicher. In der nächsten Runde suchst du dir die vordersten 5 Maschen, um den Fuß so richtig auszuformen. Wenn du noch nicht dort bist, musst du natürlich erstmal mit festen Maschen anfangen. Ich bin aber schon bei der ersten dieser 5 Maschen, deswegen beginne ich mit einer Verdoppelung aus halben Stäbchen. Das heißt, in die erste dieser 5 vordersten Maschen kommen 2 halbe Stäbchen. Dann kommen 3 Verdoppelungen mit Stäbchen, das heißt, in die nächsten 3 Maschen kommen jeweils 2 Stäbchen. Und wenn du deine 3 Verdoppelungen mit Stäbchen gemacht hast, dann kommt noch eine Verdoppelung mit halben Stäbchen, also in die letzte Masche dieser 5 vordersten Maschen kommen dann nochmal 2 halbe Stäbchen. Die siehst du jetzt. 2 halbe Stäbchen, um diese Folge abzuschließen. Dann kommen feste Maschen, bis du hinten bist. Also hier sind es 2 feste Maschen an der Seite entlang. Dann hinten über der Wade eine Verdoppelung
und dann noch 2 feste Maschen bis zum runden Ende. Und insgesamt bist du jetzt bei 16 festen Maschen. In der nächsten Runde häkelst du 8 mal 2 Maschen zusammen. Also wir schließen den Fuß auch gleich wieder, indem wir also 8 Abnahmen häkeln. Einfach jede erste und zweite Masche auf unsichtbare Weise zusammenhäkeln. Und währenddessen stopfen wir den Fuß so ein bisschen aus. Also wenn ich so 5, 6 Maschen gemacht habe, dann stopfe ich das Ganze mit Füllwatte aus. Und dann geht es weiter mit den Abnahmen und nicht wundern, hier guckt jetzt der zweite Fuß schon da hervor. Ich habe zwischendurch also das andere Bein gehäkelt, um dir gleich zeigen zu können, wie beide Beine nebeneinander aussehen. Am Ende musst du den Fuß nur noch zunähen und ich mache das gerne auf die folgende Weise. Ich gehe mit meiner Nadel und meinem Faden immer in die vorderste Maschenschlaufe der ersten, in diesem Falle 7 Maschen. Also eine Masche lasse ich mir am Ende immer übrig. Wenn ich durch die vorderste Schlaufe der ersten 7 gegangen bin, dann ziehe ich das ordentlich fest. Siehst du schon, dass das sich zusammenzieht. Und dann gehe ich mit der Nadel in die letzte Masche und mache da einen kleinen Knoten. Und dann verstecke ich den Faden irgendwo im Bein und ziehe ihn gut rein, damit der Fuß schön flach wird unten. Und dann kannst du den Faden natürlich abschneiden. Das andere Bein häkelst du dann natürlich genauso weiter und wenn du fertig bist mit beiden Beinen, sollte das Ganze etwa so aussehen. Die Arme werden mit meiner ganz speziellen Technik direkt an den Körper gehäkelt und zwar zählst du von der Runde, wo die Verdoppelungen aufhören, eine Runde nach unten ab und dann 2 Maschen zur Seite und dort maschst du einmal neu an. Ich mache das immer mit einer Luftmasche und dann häkelst du um die festen Maschen vom Körper herum, feste Maschen direkt an den Körper dran. Also so stichst du deine Nadel ein, holst den Faden durch und machst dann deine feste Masche ganz normal fertig. Das machst du jetzt 4 Mal in einer geraden Linie. Von hinten nach vorn, also vom Rücken aus zur Vorderseite. Dann wendest du die Puppe und dann gehst du einmal schräg nach oben. Hier schummelt sich leider der Kopf immer so ein bisschen rein. Also gehst nicht direkt zu dem Maschenloch, das da genau drüber liegt, sondern eben schräg nach oben. Also ein Maschenloch weiter, machst dann eine schräge Masche. Dann kommen 2 gerade Maschen Richtung hinten. Ganz normal, so wie du es auch auf dem Hinweg gemacht hast. Also einfach um die festen Maschen des Körpers herum. Und dann wieder eine schräge, so über die Runde rüber. Genau, hier sieht man es nochmal ein bisschen besser. Als letzte Masche. Und dann solltest du 8 feste Maschen in dieser Runde haben. In der zweiten Runde ist es dann wichtig, dass du die erste Masche triffst, dann nicht in die Luftmasche vom Anmaschen einstichst, sondern in die erste richtige feste Masche. Und in dieser Runde wird auf der Unterseite eine Masche verdoppelt in der Mitte und oben werden 2 Maschen zusammengehäkelt. Also damit der Arm jetzt in Richtung unten geht und die Schulter geformt wird, musst du hier unten einmal eine Masche verdoppeln. Das mache ich jetzt. Und dann geht es weiter Richtung oben. Und da, wo die Schulter sitzen soll, also oben in der Mitte, werden dann 2 Maschen zusammengehäkelt. Und da du einmal verdoppelst, einmal abnimmst, bleibt die Maschenanzahl in dieser Runde
bei 8 Maschen insgesamt. Hier siehst du nochmal langsam die Abnahme. Und fertig ist deine zweite Runde. In der nächsten Runde machst du das nochmal, also unten eine Masche verdoppeln und oben 2 Maschen zusammen häkeln. Da das bei mir jetzt so ein bisschen ungünstig gerutscht ist da oben, durch die Abnahme bin ich ein bisschen nach hinten gerutscht, mache ich das so, dass ich erstmal mit festen Maschen starte, dann unten meine Verdoppelung mache, feste Maschen bis nach oben gehe und dann mache ich die Abnahme über die letzte Masche dieser Runde und die erste Masche der nächsten Runde. Also das wären quasi die Maschen 8 und 9, wenn wir 9 Maschen in der Runde hätten. Haben wir aber nicht, darum nehmen wir einfach die erste Masche von der nächsten Runde schon mit und häkeln dann die restlichen Maschen der nächsten Runde nur mit festen Maschen. Also in dieser Runde 3 unten einmal verdoppeln und oben an der Schulter einmal eine Abnahme häkeln. Dabei kann es schon mal sein, dass man in die nächste Runde rutscht, so wie bei mir ist die erste Masche betroffen, wie ich schon erklärt habe, und dann werden die restlichen 7 Maschen dieser Runde noch gehäkelt. Oder 8 Maschen, wenn eben deine Abnahme die erste Masche der Runde noch nicht betroffen hat. Also eine Runde mit einfachen festen Maschen folgt eigentlich. Und dann folgen noch 2 einfache Runden mit festen Maschen. Also insgesamt machst du 3 Runden nur mit festen Maschen. Es sei denn, wie gesagt, die Abnahme ist so ein bisschen in die Runde 3 gerutscht. Dann in Runde 7 sind wir inzwischen, arbeitest du den Ellbogen und dafür häkelst du hinten mittig 2 Maschen zusammen und ansonsten machst du nur feste Maschen. Also feste Maschen, bis du hinten angelangt bist. Dann 2 Maschen zusammen häkeln und dann wieder feste Maschen, bis du am Ende deiner Runde angelangt bist. Und dann hast du insgesamt noch 7 Maschen in deiner Runde nach. Dann folgen 3 einfache Runden mit jeweils 7 festen Maschen. Also 3 mal 7 feste Maschen häkeln. In der nächsten Runde häkelst du einmal vorne und einmal hinten 2 Maschen zusammen. Also arbeitest eine Abnahme vorne, eine Abnahme hinten und ansonsten nur feste Maschen, sodass du am Ende dann noch 5 Maschen in deiner Runde hast. Also ich beginne hier gleich vorne mit meiner ersten Abnahme. Dann kommen feste Maschen, bis ich hinten bin. Dann wieder eine Abnahme und dann noch feste Maschen bis zum runden Ende, beziehungsweise bei mir ist da nur noch eine feste Masche übrig. Und so formt sich das Handgelenk. In der nächsten Runde soll es dann für die Hand wieder ein bisschen breiter werden. Das heißt, du häkelst vorne und hinten wieder eine Zunahme. Also machst quasi das Ganze wieder Retour und arbeitest direkt über der Abnahme der letzten Runde eine Verdoppelung ein. Achte dabei darauf, dass du immer schön mit der Häkelnadel in die Mitte deiner Runde stichst und nicht aus Versehen nur in eine vordere Maschenschlaufe. Das passiert nämlich leicht, wenn man so eine kleine Runde hat. Und am Ende müsstest du dann also wieder auf 7 Maschen in deiner Runde kommen. In der nächsten Runde machst du in die vorderste Masche den Daumen und das funktioniert wie folgt. Du machst wieder feste Maschen, bis du ganz vorne bei der vordersten Masche angelangt bist. Und dann kommt alles in die nächste Masche. Ein halbes Stäbchen, 1 bis 2 Stäbchen, je nachdem wie klein oder groß du den Daumen haben möchtest. Ich mache hier 2 Stäbchen, auch in die gleiche Masche rein. Und dann nochmal ein halbes Stäbchen, auch in die gleiche Masche rein.
Dann nimmst du deine Nadel, also machst du erstmal eine große Schlaufe, nimmst deine Nadel raus, zählst 4 Maschen zurück, stichst deine Nadel dort wieder ein, also über das erste halbe Stäbchen, holst dir deine Schlaufe zurück auf die Nadel, ziehst sie fest und ziehst sie durch diese erste Masche, also durch das halbe Stäbchen, wieder durch. So formt sich eine Noppe oder eine Popcornmasche, wie ich sie immer gerne nenne. Das Ganze gleich nochmal, weil das hier ein bisschen unelegant war. Also letztes halbe Stäbchen, dann große Schlaufe ziehen, 4 Maschen zurückzählen, da deine Häkelnadel wieder einsetzen, Schlaufe zurück auf die Nadel, Schlaufe durch das erste halbe Stäbchen durchziehen. Fertig ist der Daumen. Und weiter geht's dann mit festen Maschen bis zum runden Ende. In der nächsten Runde machst du 6 einfache feste Maschen, denn durch die Noppe oder die Popcornmasche hast du eine Masche verloren. Also du könntest die jetzt noch suchen gehen, die hat sich irgendwo hier drunter verborgen. Das machen wir aber nicht, sondern wir machen uns das leicht und häkeln einfach nur 6 feste Maschen, damit die Hand eben auch ein bisschen schmaler wird, denn sonst sieht sie etwas breit aus, wenn man nun die Masche da noch rausholt, die 7. Also 6 einfache feste Maschen in dieser Runde. Wenn du nur den Arm mit Pfeifenreiniger füllen möchtest, damit er ein bisschen beweglicher wird, kannst du das jetzt tun. Schiebst also einfach ein bisschen Pfeifenreiniger da rein und musst nur darauf Acht geben, dass der nicht einfach hier wieder rauskommt, sondern dass möglichst das Ende in den Körper reingesteckt wird. Eine Anleitung, wie du den ganzen Körper mit Pfeifenreiniger ausstattest, findest du auf meinem Blog. Und natürlich kannst du den Arm auch ebenso gut mit Füllwatte ausstopfen. Also den zweiten Arm dieser Puppe stopfe ich mit Füllwatte, damit du am Ende siehst, dass es eben auch keinen so großen Unterschied macht. Egal ob partiell oder insgesamt mit Pfeifenreiniger ausgestattet, an der Hand solltest du den immer etwas länger abschneiden, als die Hand eigentlich ist und dann nochmal umbiegen und dann richtig in die Hand rein manövrieren, damit er da gut versteckt ist und kein spitzes Ende daraus gucken kann. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Runde der Hand. Da wird die Hand einfach nur geschlossen und zwar mit 3 Abnahmen. Also 3 mal 2 Maschen zusammenhäkeln. Und dann musst du natürlich noch den zweiten Arm genauso häkeln und alle Fäden am Ende abschneiden und vernähen. Aber erstmal zeige ich dir hier jetzt, wie dein Arm insgesamt aussehen sollte auf dieser Seite. Und nachdem du den zweiten Arm genauso gearbeitet hast, wird deine Puppe in etwa so aussehen. Und du siehst jetzt schon, großen Unterschied macht es nicht, ob der Arm nun wie links mit Füllwatte oder wie rechts mit Pfeifenreiniger gestopft wurde. Und hier noch eine kleine Vorschau auf den nächsten Teil dieser Serie, denn da zeige ich dir, wie du dieses grüne Feen-Outfit für deine Häkelpuppe erstellst. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt freue ich mich wie immer auf eure Kommentare und Anregungen und darauf, dass wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen.